In Mailand wurde ich gescammt. Ehrlich gesagt hat mich das kurz richtig runtergezogen. Und dann komme ich nach Genua. Eine Stadt, die nicht schreit, nicht protzt, sondern dich mit Essen empfängt, das sich anfühlt wie eine warme Hand auf der Schulter. Und das beginnt mit einer Pizza, die ich so nicht erwartet habe. Ich bin gerade angekommen, müde von der Zugfahrt und brauche erstmal etwas zu essen. Eine kleine Pizzeria, unscheinbar von außen. Aber genau das liebe ich am Reisen. Du weißt nie, wo du das nächste großartige Essen findest. Der Pizzabäcker hier ist nicht Italiener, sondern Asiate. Und trotzdem, oder vielleicht genau deshalb, hat er diesen Teig in den Händen. Er dehnt, formt, spürt ihn. Tomatensauce, Käse, Frutti di Mare und Pilze. Ab in den feurigen Steinofen. Unten knusprig, oben saftig, Käse zieht Fäden, der Rand hätte ein bisschen fluffiger sein können, aber hey, wir stehen erst am Anfang. Und glaub mir, wir haben noch Städte vor uns, da wird dich die Pizza wegballern. Wenn du das nicht verpassen willst, abonniere unbedingt meinen Kanal. Nächster Halt, Focaccia. Focaccia alla Genovese ist kein Brot, es ist ein Lebensgefühl. Goldbraun, außen leicht knusprig, innen weich wie ein Kissen. Mit Olivenöl übergossen, Meersalz, mehr braucht es nicht. Rosmarin, Zwiebeln, Tomaten, Oliven, alles Varianten, aber das Herzstück bleibt dieses Gefühl von Einfachheit. Ich laufe durch die Stadt, Genua ist nicht laut, nicht hektisch, es fühlt sich an wie ein kleines, dichtes Netz aus Gassen, Treppen, Balkonen, Stimmen. Ich könnte mir ernsthaft vorstellen, hier zu leben. Wenn du vom Zentrum Richtung Meer läufst, landest du irgendwann im alten Fischerviertel. Kleine Restaurants, Menschen, die sich kennen, salzige Luft, das Leben ohne Bühne. In der Markthalle schaue ich mich um. Frisches Obst, frischer Fisch, frisches Gemüse. Ich sehe israelische Datteln und lasse ein Free Palestine da, weil Essen nicht nur satt macht. Essen sagt etwas über die Welt. Natürlich gibt es hier auch frische Pasta und direkt daneben die Soßen, die dazugehören. Und hier hole ich mir Original Pesto, weil das echte Pesto alla Genovese wirklich von hier kommt. Das Basilikum wächst hier und ja, du schmeckst das. Ich sehe auch diese runden Auberginen, Melanzana Tonda und Tonda di Firenze, die cremige, süße, weiche Grundlage für fast jedes Auberginengericht im Süden. Wer von euch liebt Markthallen auch so sehr? Schreibt's mir in die Kommentare. Weiter geht's und jetzt kommt etwas, was hier in Genua wirklich Herz hat. Farinata di Ceci. Il ragazzo che è entrato, che ritrae insieme, che questa era lui uno di quelli. Complimenti! Il primo che è entrato. Lo vedevo! Beh, ma Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein dünner Pfannkuchen, aber die Geschichte dahinter ist richtig schön. Die Legende sagt, dass zur Zeit der Republik Genua während einer Seeschlacht ein Schiff von einem Sturm überrascht wurde. Fässer mit Kichererbsenmehl und Olivenöl gingen über Bord, öffneten sich, wurden nass und vermischten sich. Die Matrosen konnten nichts anderes tun, als diesen Brei in der Sonne trocken zu lassen, um ihn irgendwie essbar zu machen. Zurück im Hafen hat man das Ganze dann in den Ofen gegeben und daraus wurde rein zufällig dieses Gericht. Heute besteht Farinata immer noch nur aus Kichererbsenmehl, Wasser, Salz und viel Olivenöl. Kein Ei, keine Milch, kein Käse. Wenn da Käse drin ist, dann weißt du, das ist die Touristenversion. Ich frage sicherheitshalber. Here's cheese inside. What is? No cheese. No, just dough. No. Okay. Ceci. Only ceci. Solo ceci. Genau so muss das sein. Außen knusprig, innen weich, leicht nussig und frisch aus dem Ofen ist es einfach perfekt. Danach probiere ich Torta di Bietola. Und Achtung, Bietola ist Mangold.
nicht Spinat. Mit Frischkäse und etwas gereiftem Käse, warm, mild, ehrlich. So schmeckt Küche, die Menschen ernährt, nicht Touristen. Dann bestelle ich Gnocchi alla Genovese. Gnocchi kann man mit viel Mehl machen, dann werden sie kompakt. Oder fast nur aus Kartoffeln, dann werden sie weich und edel. Dieses Restaurant behauptet, dass sie ohne Mehl arbeiten. Ich schaue mir die Struktur an, die Oberfläche, den Biss. Ich sage dazu nichts weiter. Ich lasse euch entscheiden, sind das reine Kartoffelgnocchi oder wurde hier doch etwas Mehl verwendet? Schreibt's in die Kommentare. Geschmacklich, weich, mild, warm und das Pesto spielt hier einfach in einer anderen Liga. Jetzt Torta Rosa, ein Kuchen, der nicht leicht, süß oder locker sein soll, sondern voller Rum. Und zwar richtig. Das riechst du, bevor du ihn überhaupt probierst. Mit Kaffee am Morgen kannst du machen, wenn du willst. Und dann kommt für mich das Gericht, das diese Stadt am stärksten beschreibt, Trofie al Pesto. Trofie sind diese gedrehten kleinen Nudeln, die Pesto wie ein Mantel festhalten. Traditionell kocht man sie mit Kartoffeln und grünen Bohnen im selben Topf. Das macht das Pesto cremig, süß und rund. Heute gibt es sie pur, aber das Herz bleibt gleich. Hier kann man den Frauen sogar beim Teigmachen zusehen und du kannst Pasta roh kaufen. Ein Supermarkt nur für frische Nudeln. Das ist Streetfood, aber in Hand gemacht. Zum Schluss Focaccia di Recco. Viele nennen sie Focaccia Formaggio, aber das ist falsch. Das hier ist kein Hefeteig, kein Brot, sondern 2 hauchdünne Teigschichten gefüllt mit Stracchino, diesem cremigen, hellen, leicht säuerlichen Käse. Im Ofen entstehen goldene Blasen, die platzen, außen leicht knusprig, innen warm und weich. Das ist leise Perfektion. Genua ist leise, Genua ist warm und Genua kocht, um Menschen zu berühren, nicht um sie zu beeindrucken. Und das hier war erst der Anfang. Als nächstes geht es nach Venedig. Wenn du auf dieser Reise dabei sein willst, abonniere meine Streetfood, lass ein Like da und bleib dran. Italien geht weiter.